Wir sind noch in Kroatien, wir sind angereist am 15. September, bleiben bis Ende September. Und da möchte ich noch ein bisschen berichten über unseren Aufenthalt, über die Umgebung und natürlich auch über das liebe Geld hier. Herzlich willkommen zu meinem Video. Kurzer Blick auf die Karte, wo sind wir? Pakostana heißt der Ort, der liegt zwischen Zadar und Šibenik an der Adria. Der Campingplatz ist noch gut besucht, es gibt immer wieder freie Plätze, aber die sind meistens reserviert, sodass sie am Abend wieder gefüllt sind. Es gibt hier zwei Bereiche, einen Bereich, der ist offen mit wenig Bäume und einen Bereich, dort sind dann mehr Bäume oder man steht überwiegend unter Bäumen. Viele Gäste hier auf dem Campingplatz sind schon häufiger hier gewesen und sind Wiederholungstäter und reservieren immer gleich fürs nächste Jahr schon wieder ihren Platz hier. An einem Morgen, die Sonne hatte sich etwas versteckt, haben wir uns auf den Weg gemacht, um einen langjährigen Bekannten zu besuchen, und zwar Guido Neiken und Frau Anja. Und die sind nur 7 Kilometer von unserem Campingplatz entfernt, und zwar in der Nähe von Drage auf dem Camping Paradiso. Radwege gibt es hier in dieser Region nicht so viele, so müssen wir hier die Hauptstraße nutzen, um dorthin zu kommen. Allerdings nur ein kleines Stück und dann können wir wieder Richtung Meer fahren. Jetzt fahren wir Richtung Meer, Richtung dieser Bucht. Wir sehen hier rechts Chalets, nennt man das, glaube ich, diese kleinen Häuschen sind hier immer mehr geworden. Auch auf Campingplätzen werden diese Chalets teilweise immer mehr. Jetzt erreichen wir die Bucht hier. An dieser Bucht gibt es mehrere Camping- und Stellplätze. Wir fahren jetzt zu dem Camping Paradiso. Wir kennen den Platz, waren dort auch schon einige Male. Allerdings ist es auch dort schwierig geworden, auch in der Nachsaison einen Platz zu bekommen. Insofern sind wir jetzt bei dem Nordseecamp gelandet. Auf diesem Platz sind ja auch Anja und Guido von GNS TV. Die beiden wollen wir jetzt hier besuchen. Und die beiden sind den ganzen Sommer hier auf diesem Platz. Ja, und da habe ich natürlich einige Fragen auch wieder zum Thema Preise Kroatien. Um das ganz klar zu sagen, es geht mir nicht hier irgendwie Kroatien in den Misskredit zu bringen oder irgendwie, dass ich hier das alles zu teuer finde. Nein, ich möchte informieren und das kann ich ja am besten mit Leuten, die hier vor Ort sind. Ich werde später auch noch zeigen, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wenn wir in Restaurants essen waren, was wir bezahlt haben. Das müssen wir ins Wohnmobil packen, ne? Ja, ich weiß. Okay. Wir sind in Kroatien, wir sind in der Nähe von Drage und hier auf dem Camping Paradiso. Und hier haben wir getroffen Anja und Guido. Und Guido steht jetzt neben mir. Hi. Hi Guido. Hi, alles gut? Ja. Ja, schön, Hartmut, dass du noch mal hier hinkommst. Wir haben uns ja ein ganzes Jahr nicht gesehen und freut mich besonders. Ja, Guido, ihr seid länger in diesem Jahr schon oder in diesem Sommer, ganzen Sommer hier auch in Kroatien geblieben hier. Habt jetzt hier, wie man sieht, einen Wohnwagen stehen und verbringt längere Zeit hier. Was ja viele erzählte und wurde immer darüber gesprochen, dass die Preise so nach oben gegangen sind. Ja. Zum Beispiel jetzt hier vom Platz die Preise. Kannst du uns da was zu sagen? Ja, also natürlich speziell hier in unserer Bucht, nenne ich die mal. Die haben wir ja so 5, 6, 7 Camps, Campingplätze und die sind natürlich die letzten Jahre gestiegen. So, das haben wir alle mitbekommen. Ich finde aber gerade hier auf dem Camp Paradiso und angrenzende Plätze, Camps, da hält sich das noch an Grenzen. Ich nenne mal eine Zahl. Also hier im Camp Paradiso, wenn du mit dem Wohnmobil anreist, 2 Personen, du hast WLAN, du hast Fach- und Entsorgung und du bist eine Nacht hier und zahlst zwischen 20 und 30 Euro. Das kommt auf die Jahreszeit an. Ne? Ja. Wenn du hier im Juli ankommst, dann kann er natürlich mehr nehmen, das machen die ja alle. Und das ist so der Preis. So, wenn man dann zum Nachbarn geht, die haben etwas mehr Infrastruktur, sage ich mal. Da steht ein zweites Sanitärhäuschen, die ist auch ein größer, sind mehr Duschen. Ja, wer da Welt drauf liegt, der legt aber auch einen Zehner drauf. Ja. Das heißt also, Maximum bin ich hier vielleicht bei 35 Euro oder noch etwas höher? Ja, genau. Also es gibt in der Bucht noch jemanden, den kennen bestimmt den einen oder anderen von unseren Zuschauern. Ein Mensch mit einer roten Kappe,
Ja? Der versucht schon mal die Leute abzuzocken. Da kannst du auch mal für die Nacht 85 € zahlen. Ah ja. Ja? Sowas passiert auch. Ja, sowas passiert auch. Leider ist das so und der ist aber dafür bekannt und das ist aber hier, ich sag mal, bei den anderen fast vollkommen ausgeschlossen. Ja. Ja. Okay, es wird immer darüber gesprochen, oder häufiger habe ich das gehört, dass 100 € und mehr am Tag genommen wird. Ja, genau. Aber das gibt wohl da, oder ist wohl in speziellen Regionen so. Also, ich kann dir das ganz genau sagen. Meine Tochter, die ist mit ihrer Familie im August hier gewesen, also zur Hauptreisezeit, weil auch dessen Kinder jetzt zur Schule gehen. Und die hat in der Nähe von Zadar auf einem Campingplatz, sind mit Wohnwagen angereist. Die haben ja einen neuen Wohnwagen. Da gibt es dann abends eine Kinderdisco, Unterhaltung für die Kinder. Da gibt es den Spielplatz. Die haben so eine Bimmelbahn, die fährt den ganzen Tag über den Platz. Die haben 2 Pools und einen sehr schönen Strand. Und da kostet die Übernachtung, da habe ich auch erstmal durchgeatmet, 100 €. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Oder? Ja. Sag uns noch mal kurz was Ja. zu den Lebensunterhaltungskosten Ja. hier. Wie ist das so? Ja, genau, da fragst du ja eigentlich den Richtigen. Da habe ich ja eigentlich ja keine Ahnung von. Aber in dem Falle ist selbst mir aufgefallen, ja, ich bin ja so ein Einkäufer, ich gehe durch den Supermarkt, leg das in den Korb und bezahle und bin dann wieder weg. Ist selbst mir aufgefallen, wie wir im Winter jetzt längere Zeit hier waren, dass es dann mehr fürs Geld gibt. Also das ist mir selbst aufgefallen. Also Fleisch ist relativ günstig, kannst du nicht anders sagen, ganz anders wie in Deutschland. Also das ist schon deutlich günstiger. Verschiedene Lebensmittel sind günstiger. Und was viele mich auch gefragt haben, kann man überhaupt hier im Supermarkt einkaufen? Natürlich, die müssen ja auch irgendwo einkaufen, die Kroaten, Ja. aber günstiger. Also jetzt im Sommer ist es so, dass natürlich viele Getränke teuer sind, ja, oder teurer als, ja klar, weil wenn du das gesehen hättest, was hier im Sommer an Getränke aus dem Supermarkt rausgeschleppt worden ist, das war schon der absolute, hättest normalerweise einen Hänger gebraucht pro Familie, ja, also war schon Wahnsinn. Und das ist dann natürlich angezogen, dieser Preis. Ansonsten, Fleisch hielt sich in Grenzen, würde ich sagen. Und wenn du nach dem Preis guckst so ein bisschen und du hast den Überblick, dann kriegst du das auch günstig hin. Ja, das kann man schon noch sagen. Jetzt noch mal zu einem Restaurantbesuch. Wir waren ja gemeinsam essen jetzt gestern. Ja. Und ja, ich hatte so den Eindruck, normal, natürlich, wenn ein Rinderfilet ist, dann bezahlst du mehr als 20 €, das ist ja auch logisch. Aber die Preise, die ich sonst auf der Karte gesehen, die bewegten sich zwischen 15 und 20 €. Das ist korrekt, genau. Also ich würde mal sagen, deutsche Verhältnisse. Wo du aufpassen musst, ist, wenn du in eine Touristengegend kommst, wo du am Strand was isst. Da musst du aufpassen. Ja, wo das nicht unbedingt auf der Speisekarte steht. Da steht dann Fischplatte nach Saison, aber kein Preis dahinter. Da wäre ich immer vorsichtig. Da habe ich schon Geschichten gehört, auch hier in der Nähe. Da haben die Leute 150, 200 € bezahlt für eine Fischplatte. Ich meine, der schwimmt keine 50 Meter weiter, dieser Fisch, und der hat auch keine Anreise. Insofern halte ich das für übertrieben. Aber alles andere, muss ich sagen, war okay, wie du schon selber sagst. Wir haben gestern Abend lecker gegessen und gut und war ein normaler Preis. Ja. Ihr seid jetzt so ein bisschen hier heute im Aufbruch, ihr seid schon am Abbauen. Für euch geht's zurück nach Deutschland. Ja, dann wie lange wart ihr jetzt hier? Also wir sind jetzt 2,5 Monate hier und hatten super Wetter. Ja, ich glaube 8 Wochen lang über 30 Grad. Das war schon eine tolle Zeit, aber es war auch voll. Ja. Ja, wir fahren jetzt nach Deutschland zurück, genau. Wir haben ja noch eine Winterreise vor, die ja mit dem Wohnmobil passiert, und da berichte ich natürlich auch auf meinem Kanal drüber. Wunderbar. Guido, ich wünsche dir weiterhin gute Reise oder komm gut nach Hause. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwo mal wieder. Ja, natürlich, wie immer. Ja. Wir sehen uns ja immer mal, wenn es passt. Und wenn ihr in der Nähe seid, dann treffen wir uns ja. Und ja, das Gleiche wünsche ich dir auch. Alles Gute. Danke. Das war ein kurzer Besuch bei Guido und Anja. Von dort aus ging es dann weiter zum Vraner See. Das sind auch nur wenige Kilometer bis dorthin. Der Vraner See ist der größte See Kroatiens. Man kann dort gut mit dem Fahrrad fahren. Der See liegt in einem Naturschutzgebiet. Unser Ziel ist an diesem See das sogenannte Fledermaushotel. Wir waren dort schon vor Jahren, wir sind auch schon mehrfach dort gewesen, aber in den letzten Jahren nicht mehr. Ich habe vor circa 10 Jahren von diesem Fledermaushotel schon mal ein Video erstellt. Ich verlinke das hier mal, wer möchte, kann sich das anschauen.
Jetzt gibt es aber auch dazu hier ein paar Bilder von mir. Ja, genau. Das Fledermaus-Hotel war vor einigen Jahren geschlossen bzw. vermietet an eine Fernsehgesellschaft. Die hat hier eine Fernsehserie gedreht. Jetzt ist das Fledermaus-Hotel wieder geöffnet. Seit, ich weiß es nicht genau, mehr als ein Jahr ist es, glaube ich, schon wieder auf. Es ist alles sehr rustikal hier. Das muss man mögen. Wird vielleicht nicht für jeden was sein. Aber wir mögen das mal. Hier kann man was trinken und auch Kleinigkeiten essen. Und es gibt natürlich auch Hauptgerichte, dazu muss man sich aber dann anmelden. Mir hat mal ein Camper gesagt, das Ganze ist hier wie so eine Mischung aus Museum und Schrottplatz. Muss ich ein bisschen lächeln, aber gut, ist ein bisschen was dran. Aber hier, man sieht es schon, man kann ja auch einen Spanferkel essen. Aber wie ich schon eben sagte, man muss sich dazu anmelden dann hier. Wir haben uns hier eine Käse-Schinkenplatte bestellt, Teller. Dazu gibt es Tomate, dazu gibt es dann noch Knoblauch, Zwiebel, Öl und so weiter. Wir haben für das Ganze inklusive einen halben Liter Wein 26 € bezahlt. Es gibt auch Plätze direkt am See mit Blick auf den See. Mit Sonnenschein würde das Ganze natürlich auch noch etwas schöner aussehen. Ab Mittag ist hier geöffnet, dann kann man hier was essen und trinken. Wie insgesamt die Öffnungszeiten sind, das weiß ich leider nicht. Nicht weit entfernt vom Pakustane gibt es auch einen Campingplatz an dem Vraner See und da kann man auch gut mit dem Fahrrad hinfahren. Hier gibt es sogar zeitweise mal einen Fahrradweg. Dieser Campingplatz ist ca. 3 Kilometer entfernt vom Ort Pakustane und vom Meer. Wir sind einfach mal hingefahren, um uns den Platz mal anzusehen. Wir haben uns natürlich angemeldet, bevor wir den Platz betreten oder befahren. Und kein Problem, wir dürfen gerne mal rüberschauen. Man sieht, viele Bäume gibt es hier, viele Pinien. Und ja, nicht jeder mag das. Ich bin da auch nicht so von begeistert. Aber im Sommer brauchen die wahrscheinlich hier den Schatten. Aber es gibt aber auch Plätze direkt hier in Strandnähe oder Seenähe. Dort hat man dann weniger Schatten, dort gibt es dann freie Flächen. Dieser See ist ca. 13 Kilometer lang und soll nur 4 Meter tief sein. Ich denke, von daher wird er auch schön warm sein. Wir haben dann ein nettes Camperpaar getroffen. Die haben wir dann ein bisschen befragt zum Campingplatz hier und sie haben uns unsere Fragen beantwortet. Der Platz kostet zwischen 30 und 40 €, je nachdem, wo man steht jetzt in der Nachsaison. Und ja, ein sauberes, ordentliches Toilettenhaus ist da. Ansonsten ist man natürlich so ein bisschen ab vom Schuss. Man hat also kein Restaurant und keine Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nähe. Muss man immer so 3 Kilometer etwa fahren. Man sieht, es ist viel Platz hier. Viele Plätze sind frei jetzt in der Nachsaison. Vielleicht eine Möglichkeit, wer jetzt direkt am Meer nichts bekommt, hier dieses als Ausweichmöglichkeit zu nutzen, um dann vielleicht mit dem Fahrrad bis ans Meer zu fahren oder in die Stadt Pakustane zu fahren. Für uns ging es dann weiter und zwar ins Landesinnere, ein bisschen weg vom Vraner See. Und zwar gibt es dort ja aus alter Geschichte, aus römischer Zeit Dinge, die kann man sich hier anschauen. Da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Da gibt es eine Höhle. Dort ist ein Wasserlauf, das ist eine Wasserleitung, die die Römer damals gebaut haben. Sowas kann man sich hier anschauen. Dann sind wir in den Berg hochgefahren, das ist kein Problem mit den E-Bikes, das haben wir dann geschafft. Und von dort aus hat man dann einen schönen Blick auf den Vraner See. Nach so einem Tag ging es dann am Abend mit den Nachbarn, die sich hier gut auskennen, zu einem Restaurant, was in unmittelbarer Nähe vom Campingplatz Autocamp Nordsee liegt. Und hier in diesem Restaurant gibt es in regelmäßigen Abständen Spanferkel. Das ist ja Tradition da in Kroatien, dass sowas hier gern gegessen und hergestellt wird. Zu so einem Essen muss man sich natürlich anmelden. Das haben unsere Nachbarn gemacht und so gehen wir natürlich gerne mit hierher.
In Gesellschaft macht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr Spaß, schmeckt vielleicht auch ein bisschen besser. Also insofern war das eine schöne Geschichte. All die Jahre schon verfolgt und jetzt treffen wir ihn per Zufall. Ja. Ganz witzig. Und du? Hier und da werden wir auch mal erkannt und angesprochen. Darüber freuen wir uns natürlich und sagen Dankeschön. Spanferkel hat lecker geschmeckt. Dazu gibt es Kartoffelsalat, Krautsalat und andere Beilagen. Wer sowas nicht gerne isst, der kann aber auch ein anderes Gericht haben. Hier zum Beispiel einen Fisch. Meine Campingnachbarn oder unsere Campingnachbarn haben uns hier mit hergenommen. Ich weiß jetzt nicht den Namen von dem Lokal, aber wir haben ja hier Leute, das sind Insider, die kennen sich aus. Ich frage mal den ersten hier vorne links, das ist der Manfred. Manfred, wo sind wir hier? Ich würde mal sagen Pakostane, ein sehr gutes Restaurant, schönes Spanferkel, die Stimmung stimmt. Der Heiko ist bei uns. Was will man mehr im Leben? Dann frage ich den nächsten, wie hat es geschmeckt? Also es war ein richtig gutes, super Essen. Man ist richtig satt geworden und das für wenig Geld. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Dankeschön. Ja, wie ist es bei euch beiden? Ja, wie gesagt, Essen lecker, Ja. Bier schmeckt. Ja. Restaurant heißt Roberto. Roberto. Bekannt für sein Roberta. Spanferkelessen, Ja. dass man immer gerne wiederkommt. Auf Vorbestellung klappt alles wunderbar. Ja. Jetzt kommt der Saarländer. Ja, bitte. Ja. Hallo Hartmut, es ist schön, dich mal persönlich kennenzulernen. Wir sind in Pakostane, wie schon erwähnt wurde, des Öfteren. Es war ein super Essen, es gab Spanferkel und ich freue mich auf weitere Videos von dir. Was hast du denn bezahlt? Ja. Danke euch. Ich wünsche uns weiterhin einen schönen Abend. Das Spanferkelessen, wenn ich mich richtig erinnere, hat 13 oder 14 Euro pro Person gekostet, inklusive allem mit Beilagen. Das war für mich voll in Ordnung. Preis-Leistung passen und stimmen. Ja. Unter dem Wein hier. Ne? Blick vom Restaurant auf die Adria. Nächster Tag, wir haben den 24. September, immer noch sehr schönes Wetter und gehen zu Fuß vom Campingplatz zur Stadt Pakostane oder zum Ort Pakostane. Das sind vielleicht 1 Kilometer. Inzwischen gibt es hier einen gepflasterten Weg, den gab es vor Jahren noch nicht. Hier findet man am Strand oder am Meer verschiedene kleine Lokale, wo man was trinken und essen kann. Ich habe mir sagen lassen, in den Sommermonaten, also speziell Juli, August, ist der Strand hier stark belegt, alles voller Besucher, alles voller Touristen. Das ist jetzt natürlich im Herbst nicht mehr so. Jetzt Ende September haben schon einige Restaurants und Geschäfte hier im Ort geschlossen. Pakostane ist ein kleiner Ort, er hat 1800 Einwohner und wie sagt man immer so schön, ist vom Tourismus geprägt. Hier mal wieder ein Blick auf eine Speisekarte. Das sind Preise von Lokalen, wo man direkt einen Blick aufs Meer hat. Hier am Hafen von Pakostane gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Boot zu mieten. Wer also jetzt kein eigenes hat, kann sich hier auch eins mieten. Preise konnte ich hier so auf Anhieb nicht entdecken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier vom Hafen aus eine Kornatenfahrt zu machen. Hier legen Schiffe an, Ausflugsschiffe an. Da kann man dann so eine Tour buchen und die vielen Inseln der Kornaten hier sich mal ansehen. Ja, ich weiß nicht. Wir sind hier so eine kleine Gruppe und vielleicht kann mir einer sagen, Heiko, sag uns eben, wo geht's hin? Wir wollen jetzt zu Mario und wir haben Hunger. Genau. Und Mario, der holt uns hier ab. Der holt uns gleich ab um 5:30. Und werden wir mit dem Auto hingefahren. Ja, Dann haben wir schön Abendbrot. ja, Anschließend gibt es einen Schnappes. ja. Und danach werden wir wieder hierher gebracht. Das hört sich gut an. Wie weit ist denn das von hier so ungefähr? Oh, dann müssen wir mal den Andreas fragen. Andreas, bitte dein Ohr. Mein Ohr.
Wohin? Wie weit ist es zum Lokal, wo wir hinfahren jetzt? Circa 20 Kilometer. Circa 20 Kilometer, im Landesinneren? Landesinnere hinterm Frahner See. Ah ja, okay. Da haben wir eine Vorstellung. Das wissen wir, wo das ist. Danke. Idee. Ja. Das ist Marios Vater. Ah ja. Der fährt uns. Hallo! Ja, jetzt fahren wir zu einem speziellen Restaurant. Das haben unsere Campingnachbarn uns erzählt und nehmen uns dahin mit. Und da sind wir mal gespannt. Das Lokal ist nicht 20 Kilometer, vielleicht aber 15 Kilometer entfernt vom Campingplatz. Also auch zur Not noch mit dem Fahrrad zu erreichen, wenn man ein gutes E-Bike hat. Hier sehen wir jetzt so den Garten so ein bisschen vom Restaurant. Hier wird vieles selber angebaut. Hier haben wir Plätze reserviert. Wie vorhin schon gesagt, abgeholt wurden wir durch einen kleinen Bus vom Vater des Inhabers. Und hier haben wir bestellt eine Grillplatte. Das Ganze kostet 35 € pro Person. Darin ist enthalten das Essen, Vorspeise mit Hauptgericht, Nachspeise und auch die Getränke, die man hier zu sich nimmt. Egal, Bier oder auch Schnaps oder auch Wein, alles ist im Preis enthalten. Und natürlich auch das hier hinbringen und wieder abholen. Als Vorspeise gibt es eine Käse-Schinkenplatte mit Marinade, Knoblauchmarinade und noch Brot dabei und andere Dinge. Während wir unsere Vorspeise verzehren, wird am Grill schon unser Hauptgericht hergestellt. Der Chef selber, Mario, steht hier und grillt. Die Grillplatte besteht aus verschiedenen Fleischsorten. Da gehört Hähnchen dazu, da gehört Schwein dazu, da gibt es dann auch Rindfleisch dabei und auch Würstchen sind auch dabei. Die ist so üppig, die Platte, das kann ich vorausschicken. Wir haben es am Ende nicht alles geschafft. Wir haben einen Teil davon mitgenommen. Des Weiteren sind noch dabei Pommes, Gemüse und auch Krautsalat, Tomatensalat. Alles solche Dinge gehören hier auch noch dazu. Die ganze Familie ist hier im Restaurant beschäftigt. Alles ganz nette, liebe Menschen. Ich stelle sie jetzt mal vor. So, wir sind hier in einem Restaurant. Wir sind in der Nähe von Pakostane, nicht so sehr weit entfernt. Und ja, das sind kroatische Leute, kroatische Restaurantbetreiber hier. Und jetzt spreche ich mal kurz mit dem Chef. Sag mir mal den Namen von dem Restaurant. Ja, das ist Restaurant OPG iz Letište Šarić, Konoba Šarić. Konoba Šarić, ja. Du machst hier spezielle Gerichte, Fleisch, Fisch? Fleisch, Fisch, Peka, Essen, Pasticada, gefüllte Paprika, alles kroatischen, autochthonen Koche. Ja, das ist sehr gut. Ja. Und mit dir zusammen hast du hier deine Familie, das ist deine Frau? Ja, das ist meine Frau Maria. Maria? Ja. Der Sohn? Junge Chef Carlo. Ja. Und großer Chef Adrian. Ja, der ist ein großer Mann schon. Ja. Ja. Es war sehr schön bei euch, es hat gut geschmeckt. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön, willkommen. Ja. Danke. Danke. Ein Mann mit dem Bild? Jetzt aber. Bitte schön, Rita. Danke. Das war ein gelungener Abend. Danke nochmal von hier aus an unsere Nachbarn, die uns dort mit hingenommen haben. 2 Wochen waren wir auf dem Autocamp Nordsee in Pakostane und jetzt geht es für uns wieder zurück in einige Etappen bis in die Heimat. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.